Herzlich willkommen bei Neu in Berlin Live. Wir sind wieder da, um eure Fragen zu beantworten. Viele von euch stellen komplexe Fragen zum Thema Arbeitsrecht in Deutschland. Zum Beispiel, ich habe einen neuen Arbeitsvertrag bekommen, was muss ich beachten, bevor ich unterschreibe? Oder mir wurde gekündigt, was kann ich tun? Um solche Fragen zu beantworten, haben wir einen Experten zum Thema Arbeitsrecht in Deutschland eingeladen. Und ich freue mich, unser Volljuristen Agnieszka Skwarek begrüßen zu dürfen. Los geht's! Mein Name ist Agnieszka Skwarek und ich arbeite hier bei Mino als Volljuristin. Ich habe davor als Rechtsanwältin gearbeitet und auch Beratung zum Arbeitsrecht gemacht. Und seit Anfang 2018 bin ich hier bei Mino bei einem Projekt Migrationsberatung 4.0, gute Arbeit für Deutschland. Und in dem Projekt berate ich Neuzugewanderte aus verschiedenen EU-Staaten zum Arbeits- und Sozialrecht in Deutschland. Ich freue mich, dass du da bist und Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ja, das freut uns alle und unser Publikum auch. Also erstmal vielleicht die erste Frage, was sehr wichtig für alle Leute, die jetzt einen Arbeitsvertrag bekommen haben. Was muss ich vor der Unterzeichnung des Vertrags beachten? Also bei aller Freude über Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages sollte man nicht voreilig sein, sondern ganz genau den Arbeitsvertrag lesen und den Inhalt überprüfen. Wenn man diese Möglichkeit hat, diese Ratsuchende, so wie ich verstehe, hat einen Arbeitsvertrag davor bekommen, was sehr gut ist. Es gibt bestimmte Themen, bestimmte Sachen, die man abprüfen soll oder abhaken soll, die im Arbeitsvertrag stehen sollten. Und zwar kann man sich da sehr gut nach einem Gesetz richten, und zwar nach § 2 im Nachweisgesetz. Und da sind verschiedene Themen aufgezählt oder Punkte, die in einem Vertrag enthalten sein sollten. Unter anderem sollte in einem Arbeitsvertrag stehen, wann der Arbeitsvertrag beginnt, zum Beispiel, wer es mit dem Urlaub ist, wie es mit den Kündigungsfristen ist. Also so wichtige Themen. Ob ein Tarifvertrag Anwendung findet zum Beispiel, das ist auch ziemlich relevant. Okay, also man kann sich nach diesen Paragraphen richten und schauen, ob alles wirklich drin ist. Okay. Die zweite Frage lautet, welche Befugnisse habe ich und der Arbeitgeber in der Probezeit, was man danach nicht hat? Vielleicht das Wichtigste in der Probezeit ist, also der Unterschied zu dem Zeitraum danach, nach dem Ablauf der Probezeit ist, dass die Kündigungsfristen kürzer sind. Also innerhalb von den ersten 6 Monaten der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist es normalerweise eine Probezeit, und in der Zeit kann sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer den Vertrag mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Okay, also bei der Kündigung da gibt es einen Unterschied. Genau. Was auch vielleicht relevant sein kann, weil das oft es gibt ganz viele falsche Informationen dazu, zu dem Anspruch auf Urlaub. Oft wird behauptet, dass man innerhalb der Probezeit keinen Urlaub nehmen kann, was nicht stimmt. Weil man eigentlich für jeden Monat, in dem man arbeitet, während der Probezeit Anspruch anteilig auf 1/5 des gesamten Urlaubs hat. Also wenn man jetzt 24 Tage im Jahr Urlaub hat, dann kann man für jeden Monat 2 Tage Urlaub anteilig verlangen. Schon bereits während der Probezeit. Okay. Und die Dauer der Probezeit beträgt normalerweise 6 Monate. Also länger darf sie eigentlich laut Gesetz nicht sein, es sei denn, es gibt irgendwelche Abweichungen im Tarifvertrag, was ich aber nicht glaube, normalerweise. Und die kann aber kürzer sein natürlich. Also diese Probezeit kann zugunsten des Arbeitnehmers verkürzt werden, jedoch normalerweise nicht verlängert werden. Das kann auch geregelt in dem Arbeitsvertrag sein, aber maximal 6 Monate. Genau, das steht normalerweise im Arbeitsvertrag drin. Und zwar eigentlich ziemlich vorne normalerweise.
der Arbeitsvertrag beginnt an dem und dem und die ersten 6 Monate sind Probezeit.